Hallo allerseits und willkommen zur Bausatzbesprechung des British Light Tank Mark 6C von Vulcan im Maßstab 1:35. Den Bausatz habe ich auf einer Messe gekauft und ich möchte ihn euch mal vorstellen, weil ich denke, der Hersteller und auch der Bausatz an sich sind vielen von euch eher nicht so geläufig. Ist mein erster Bausatz von Vulcan, deswegen bin ich mal sehr gespannt, was man da so geboten bekommt. Soweit ich das mitgekriegt habe, werden die immer sehr gelobt. Also denke ich mal, ist ein doch vernünftiger Bausatz. Britische Panzerfahrzeuge sind jetzt nicht mein Spezialgebiet. Finde das Fahrzeug aber insofern interessant, weil die Proportionen recht eigenartig sind und ja, auch die Größe ist doch recht niedlich und die Fahrzeuge wurden auch an recht interessanten Orten eingesetzt. Also Frankreich 1940, Nordafrika auch und eben auch auf Malta zum Beispiel. Das ist dieses Fahrzeug mit dieser Tarnung hier vorne auf der Schachtel. Also gut, schauen wir mal rein in die Schachtel. So, die Box ist nicht sehr groß, dafür aber prall gefüllt mit einigen Gießästen, die teilweise individuell in Folie eigentlich geschweißt sind. Also es besteht eigentlich kaum Gefahr, dass da Teile auf dem Transport beschädigt werden. Dann schauen wir uns mal die Bauanleitung an. Haben wir hier nochmal eine kurze Einleitungsgeschichte zum echten Fahrzeug auf Englisch und Japanisch, nehme ich an. Dann findet man hier Sicherheitshinweise, Zeichenerklärungen und ein Diagramm mit allen enthaltenen Gießästen. Hier wird auch darauf hingewiesen, dass es hier auf dem Gussrahmen kleine Nietköpfe gibt, die man eben runterkratzen muss und dann eben einzeln verwenden kann. Ja, hier noch mehr Teile, die enthalten sind. Hier unten dann eine Farbtabelle, bezieht sich auf ein paar gängige Hersteller, Tamiya, Mr. Color und Life Color. So viele Farben brauchen wir eigentlich auch nicht für das Fahrzeug. Und dann geht der Bau los. Eher untypisch. Fängt mit der Unterwanne an. Auch ein rudimentärer Innenraum ist dabei. Halt ein Fahrersitz, immerhin. Ja, da wird die Oberwanne und das Heck, Motordeck. Hier Frontteil mit dem Fahrervisier. Ja, also hier zeigen sie, das ist eigentlich ganz gut. Hier wird gezeigt praktisch, wo die Klebepunkte sind und dann wie es auch fertig aussehen soll. Das ist eigentlich ganz gut. Das ist nämlich oft auch was einen während des Baus verwirren kann. Dann geht hier das Fahrwerk los. Ihr seht, das ist jetzt eher aufwendig und wenig übersichtlich gestaltet. Also komplizierter hätte man es kaum machen können. Also hier kommen Metallstäbe und Metallfedern zum Einsatz. Das bedeutet auch, dass das Fahrwerk eventuell beweglich gebaut werden kann. Allerdings, wenn das so wäre, würde es wenig Sinn machen, weil die Ketten liegen als Segmentketten bei. Das heißt, ein bewegliches Fahrwerk hat eigentlich kaum einen Sinn, weil die Ketten sich ja nicht anpassen können. Allerdings ist das auch wieder ein Vorteil, weil die Ketten an dem Fahrzeug extrem feingliedrig sind. Da hätte man sicher keine Freude mit Einzelgliederketten. Und ihr seht, das kleinste Segment sind eigentlich 3 Kettenglieder immer. Auch an den Kurven. Das ist eigentlich ganz gut. Das dürfte den meisten Modellbauern sehr entgegenkommen beim Bau. Ja, auch hier
geht es eher unübersichtlich zu. Die ganzen Kleinteile an der Oberwanne. Ja, also ja, im Grunde genommen schon übersichtlich, aber manche Bauschritte sind ja eher komplex und dann ist auch ja, die Beschreibung dazu nicht wirklich besser. Also naja, bisschen Licht und Schatten hier. Ja, der Turm kann man auch mit offenen Luken bauen, das ist ganz schön. Dann hier die Bemalungs- und Markierungsvarianten. Da gibt es 2 Stück insgesamt. Die erste Variante von den Ninth Lancers in Frankreich 1940 mit so einer 2-Tonen-Tannung. Und das zweite Fahrzeug wurde dann auf Malta eingesetzt, im August 1943, beziehungsweise vom November 1940 bis August 1943. Mit dieser Schildkröten-Tarnung da. Sieht natürlich sehr reizvoll aus. Wenig Abziehbilder natürlich, aber das ist bei Panzern ja eher typisch. Die Unterwanne und der Turm liegen einzeln bei. Hier kann man auch schon mal die Dimension von dem Fahrzeug ungefähr abschätzen. Das ist doch eher ein Zwerg. Ne? Oberflächendetails sind jetzt nicht so toll, es ist sehr glatt. Ja, ich denke aber, sobald da ein bisschen Farbe drauf kommt, ja, raut sich das auch ein bisschen auf. Nietendetails sind recht schön. Dasselbe gilt auch für den Turm. Eine recht stabile Konstruktion. Das Plastik ist recht dick. Ist eigentlich ganz gut, dann zerbröselt es auch nicht. Hier findet man dann diverse Teile der Oberwanne. Ja, hier werden die Oberflächendetails ein bisschen schöner. Die Befestigungspunkte sind immer ein bisschen groß. Das Plastik macht aber jetzt nicht wirklich einen spröden Eindruck. Also denke ich mal, das Auslösen dürfte ziemlich gut vonstatten gehen. Ja, die Werkzeuge haben jetzt nicht übermäßig viele Details dran, aber ich weiß nicht, inwiefern das akkurat ist. Ja. Aber hier ist schon besser mit der Oberflächenstruktur. Warum das jetzt aber unter Unterwanne nicht so ist, weiß ich jetzt auch nicht. Auswurfmarken sind an der Unterseite von den Abdeckblechen keine vorhanden, das ist schon mal gut. Ja, macht einen sehr anständigen Eindruck. Nur geringe Mengen von Grat und Flash sind erkennbar. Hier finden sich hauptsächlich Turmteile. Schön ist, dass die Antenne beiliegt. Allerdings stellt sich da die Frage, ob man die auch schön auslösen kann. Ja. Sehr scharfe Details hier an den Turmluken. Ja, diese Blattfedern sehen eigentlich auch recht hübsch aus. Auch die Luken am Innendetails kann man also auch problemlos offen darstellen. Auch hier würde ich den Guss als im Grunde genommen makellos bezeichnen. Dann schauen wir uns als nächstes mal die Fahrwerkskomponenten an. Hier haben wir mal die Ketten, sind hier segmentiert, was eigentlich den Zusammenbau doch ziemlich vereinfachen dürfte, weil die einzelnen Kettenglieder an sich sehr klein sind. Aber die kleinsten Sektionen sind hier immer jeweils 3 Kettenglieder, die eben auch eine leichte Kurve beschreiben bei manchen Teilen.
Was ich jetzt nicht so toll finde, ist an den Innenseiten sind wenig Details vorhanden. Es ist nicht mal eine Trennlinie zwischen den einzelnen Kettengliedern gegeben. Also so wie wenn es ein einzelnes Stück wäre mit Führungsszenen drauf. Naja. Kann man besser machen. Auch hier ist ein bisschen Fischhaut zu erkennen. Aber ja, das sind üblicherweise Teile, die man normalerweise ein bisschen altert und deswegen dürfte da später nicht allzu viel davon zu sehen sein. Hier haben wir dann ein paar Laufrollen. Sieht eigentlich ganz niedlich aus, diese kleinen Führungsszenen am Treibrad. Ja, Details an der Rückseite sind eigentlich keine vorhanden. Vorne ist die Oberfläche ein bisschen realistischer. Die Nieten am Treibrad sehen aber ziemlich hübsch aus. Und hier haben wir dann noch die ganzen Träger vom Fahrwerk. Ja, doch eine recht komplizierte Konstruktion. Ja. Sieht aber sehr sauber aus. Hier haben wir dann noch diverse Kleinteile, die da so in der Box rumfahren. Hier, das sind noch Turmteile, die Bewaffnung zum Beispiel. Noch kleinere Boxen. Hier mit, das ist glaube ich kein Flash. Ja, das gehört so. Dann hier die beiden Grenze für die Turmluken. Und hier noch, weiß ich nicht, gehört glaube ich an die Auspuffanlage oder so. Warum jetzt die so einzeln da drin liegen, weiß ich nicht. Ich denke, das hat damit zu tun, dass es von dem Bausatz noch eine andere Version gibt und sich wahrscheinlich die Teile unterscheiden. Dann finden sich noch ganze 3 Klassikteile im Bausatz. Hauptsächlich nehme ich mal an für Scheinwerfer und so weiter. Der Guss ist jetzt nicht so schön hier. Bisschen schlierig. Spielt aber eigentlich keine Rolle. Das ist bei einem Panzer eher unbedeutend. Ich meine, das ist ja keine Flugzeug-Cockpit-Haube. Für so einen kleinen Bausatz sind dann doch sehr viele Metallteile enthalten. Fotonetzteile zum Beispiel. Ich glaube, das Teil gehört ans Heck oder aufs Motordeck. Das ist noch recht handlich. Hier wird es dann etwas schwieriger. Vor allem, weil man hier sehr viel falten muss. Ein bisschen Origami in Metall sozusagen. Und hier dann noch jede Menge Springfedern und Metallstifte, die eben ans Fahrwerk gehören, um eben die Konstruktion da schön darzustellen. Sowas könnte man mit Plastik natürlich nicht wiedergeben. Üblicherweise lassen sich solche Teile sehr gut verarbeiten. Ich kenne das von diversen AFV-Club-Bausätzen. Das sieht ein bisschen gruselig aus, aber es lässt sich gut handhaben. Zu guter Letzt haben wir hier noch die Abziehbilder. Die, muss ich sagen, gefallen mir jetzt nicht so sehr. Die sind sehr dick und extrem glänzend. Allerdings sauber gedruckt, muss man jetzt auch sagen. Der Trägerfilm scheint aber ein bisschen groß geraten zu sein. Bei manchen zumindest. Werden sich aber bestimmt verwenden lassen. Vor allem, wenn man entsprechende Weichmacher verwendet. Alles in allem ein kleiner, aber feiner Bausatz mit großartigen Details, die eben vor allem das Fahrwerk betreffen mit den Metallteilen, die eben hier diese doch recht aufwendige Konstruktion sehr schön wiedergeben. Luken können geöffnet werden. Da bietet es sich auch an, später mal Figuren dafür zu verwenden. Also
doch, bin beeindruckt. Gibt ein paar Kleinigkeiten, die mir nicht so gefallen. Zum Beispiel stellenweise ist die Bauanleitung sehr unübersichtlich und ein paar Teile, ja, wie zum Beispiel die Ketten und so, haben jetzt nicht die allerbesten Details. Sind aber wirklich nur Kleinigkeiten. Im Großen und Ganzen wirklich ein sehr schöner Bausatz. Nicht unbedingt was für Anfänger, aber für jeden anderen, denke ich, doch gut machbar. Der Bausatz schlägt somit um die 37, 38 Euro zu Buche. Ja, ist okay für das Gebotene. Ja, man hat ja auch jede Menge Foto-Edits-Teile dabei. Also ist noch im Rahmen. Der Bausatz ist es, finde ich, schon wert. Toll auch die Markierungsvariante hier mit dem Fahrzeug auf Malta. Das reizt mich persönlich besonders, weil wenn man von Malta hört, denkt man üblicherweise nicht an den Panzer, sondern eher an Gloucester Gladiators oder ein paar Hurricanes und so. Also eher an Flugzeuge. Also von meiner Seite aus kann ich den Bausatz empfehlen. Es ist ein kleines und ungewöhnliches Fahrzeug, das bisher nicht so viel Beachtung gefunden hat. Ich hoffe aber, dass ich mal auch von anderen Leuten das mal gebaut sehen kann. Ist mir bisher nämlich noch nicht unterkommen. Also gut, das war's. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euer Hamilcar Barkas.